der Fall? Zündung abgedreht, den Schlüssel rausgenommen und der Motor ist die ganze Zeit weitergelaufen. Wenn du jetzt auf die Bremse steigst, dann fängt die Dieselpumpe an. Genau, dann geht die Zündung an, obwohl ich nichts mache. Also ich kann nicht. Glaube ich, dass das so sein soll. Aha, weil wenn du jetzt auf der Bremse stehst, Genau, wenn ich jetzt auf die Bremse steige. dann ist die Dann Zündung steige ich ja ab. an und deswegen kannst du ihn dann abziehen. Genau. Aha. Und wenn du jetzt aus der Bremse runtergehst, dann ist er aus. Wir sind jetzt schon an so viel so Gemäuerresten von alten Häusern vorbeigekommen. Aber eben so alte Häuser, die wirklich ganz alt sind und halt aus Stein gebaut wurden, jetzt schon verfallen sind, aber man sieht halt noch die Überreste, die Wände und sowas. Und das ist so beeindruckend, finde ich, wenn man so quasi in der auch so Geschichte so live angreifen kann. Also das ist so schön. Durch wundersame Weise ist es jetzt nicht mehr. Naja, doch. Mach's mal. Naja, ja, aber wenn ich es jetzt wieder so mache, den Motor anmache, okay. Wieder aus. Ja, jetzt geht's wieder. Wir sind jetzt beim Tunnel, der uns wieder auf die andere Seite vom Berg führen wird. Und vor diesem Tunnel wurde ich schon gewarnt von einem Kollegen, weil er nämlich nur einspurig ist und so schmal. Und er fürchtet sich jedes Mal, wenn er mit dem Auto fährt. Und er hat gesagt, mit unserem Auto sollen wir besser nicht fahren, weil es eben so schmal ist. 2, irgendwas Breite. Na, schauen wir mal. Was sagt's? Maximale Höhe 2,20. Ah, okay. Das ist ein Ausschlussgrund. Das ist nicht so schlimm, weil gleich daneben gibt es eine Passstraße über den Berg drüber. Die wollten wir ursprünglich fahren. Solche Straßen machen mit dem Defender einfach so viel Spaß. Also halt nicht immer, aber wenn man konzentriert ist und so richtig Bock drauf hat, dann ist es schon echt gut. Noch ein Defender! Dort drüben! Wow. Schön. Noch ein Defender. Ein Deutscher. Hey, good luck. You know. Thank you. Nein, see you. Fans aus Serbien. Wir sind vorbeigefahren, ich habe ihn so normalerweise gegrüßt Ja? und der so, was ist da abgelaufen? Voll lustig. Ja, Voll cool. sehr lieb. Ja. Wir haben jetzt wieder mal die Fenster ausgestellt und es dauert zwar 2-3 Minuten, aber es ist dann schon besonders schön. Dani, was machst du? Ich bereite die Soße vor für Pasta heute Abend. Wir haben noch eine Packung Spaghetti Quadrati aus Italien. Vorspeise. Lachsbrot. Nicht schlecht. Ich habe gekocht, so wie ich immer koche, in der Natur. Also ich schmeiße einfach, was halt runterfällt, fällt runter. Die Tomatenabfälle und die Zwiebelabfälle schmecken ihnen nicht so. Aber die Nudeln haben
ganz viele Ameisen angelockt. Die Nudel da ist schon ganz angeknabbert. Aber wir sind jetzt auch sehr gemütlich beisammen gesessen und haben geplaudert. Und das Wetter ist eigentlich recht mild geworden. Morgen um 6 Uhr oder so regnet es recht stark. Und deswegen werden wir noch, was uns eigentlich überhaupt nicht freut, aber unser Überzelt drauf tun. Und dann schlafen gehen. Bis morgen. Gute Nacht. Eigentlich umgekehrt. Gute Nacht, bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Schönen guten Morgen. Es ist so schön mild. Das Bett ist so angenehm mit der Decke jetzt. Und Temperatur angenehm, Decke angenehm. Ich kann da für immer liegen. Die Spaghetti-Reste sind ganz weg von den Ameisen, haben sie alles abtransportiert. Es ist immer wieder beeindruckend, was die Natur für Steine formt. Es dürfen Zementsäcke sein, wo einfach Wasser reingekommen ist. Es ist so, wie sie halt aufeinander gelegen sind. Und hier gleich daneben gibt es eine Mini-Bucht und da werden wir jetzt gleich mal schwimmen gehen. Being stuck to the seats. So hot, just spending some of that precious time. So hot, so hot, so hot. Don't wanna know about your leisure time, but go on, go on, go on. Die Steine hier sind recht spitz und ich bin vorher mit den Schuhen, mit meinen Straßenschuhen, vom Strand hinaufgegangen und habe mich dann abgeduscht vom Salzwasser. Und natürlich ist es nicht komisch, wenn man Schuhe an hat zum Duschen, weil wir haben sonst immer Badeschuhe an. Dann bin ich viel zu spät draufgekommen, dass ich nicht mit Straßenschuhen geduscht habe. Und die sind jetzt komplett nass. Und ich werde sie jetzt aufs Dach tun, damit sie vielleicht vom Fahrtwind trocknen oder sowas. Mal schauen. Und da mitten am Wegesrand wachsen 2 Yucca-Palmen. Und das ist so schön, das in freier Wildbahn zu sehen. Und dort hinten habe ich auch schon einen Kaktus gesehen, der anfängt zu wachsen. Und hier gibt es so einen ganz kleinen natürlichen Hafen, wo jetzt da 4 Boote liegen. Die Boote sind schon sehr, sehr alt und das ist alles irgendwie so improvisiert irgendwie, aber es ist halt wirklich ein natürlicher Hafen. Früher, wo man noch keinen Wellenbrecher bauen konnte, muss das richtig, richtig toll gewesen sein. Das ist so cool. Es ist richtig kühl, obwohl es schon warm ist jetzt. Da sind so ein paar Paletten drinnen. Und halt, aber was halt beeindruckend ist, dass es wirklich so wie ein Iglu aus Steinen halt ist. Es ist wirklich so aufgetürmt, bis es sich oben dann ausgeht, dass es zu ist. Ich meine, es ist sicher nicht regendicht, aber viel Regen kommt nicht hinein. Das ist schon cool. Ich glaube, es ist so als Abstellraum oder Keller gedacht. Ja, heutzutage. Aber früher könnte das schon eine Behausung gewesen sein, oder? Geht schon lange nicht mehr zu die Tür. Ja, seid ihr bereit? Ja. Okay, passt. Hier bitte. Tripping to Japan with champagne and caviar versus tripping in the back of a sushi bar. So hot, so hot. Spilling all the cash on our way to the show. You're at the show.
Das war ein interessantes Tier. Ja, so wie ein Blässvogel. Weg, Nicht oder? mehr da, nein. Lustig. Aber es ist nicht geflattert, das ist so. Nein, ist einfach gelaufen. Ja, voll lustig. Die Straßen hier sind richtig eng und an den meisten Stellen gibt es auf der Seite weder eine Mauer noch irgendwie Leitschienen oder sowas, sondern es geht einfach nur so kerzengerade 1,5 Meter nach unten. Wir haben im Voraus schon mögliche Schlafplätze rausgesucht. Diese Straße führt jetzt bis runter bis zum Meer und es wäre ganz schön, wenn die eben offen wäre und es möglich wäre, dort zu übernachten. Also auf der Straße ist schon lange niemand gefahren. Es ist wie eine Unterbodenreinigung, wenn das ganze Gras eben unten so entlang schleift. Es ist schon sehr, sehr im Gemüse, aber es ist noch ein Weg erkennbar. Da vorne ist schon das Meer. Das schimmert schon ein bisschen zwischen den Bäumen durch. Wuhu! Ist das schön! Ein richtiger Platz, gleich am Meer, viel Müll. Aber mega, oder? Ja, stimmt. Bleibst du noch auf der Bremse? Ja. Okay. Jetzt zu weit links. So ist super. Schwimmen, Schwimmen, ja. Es ist wieder extrem viel Müll am Strand, aber hab schon das gesagt. ist immer ein Zeichen dafür, dass die Bucht quasi ruhig und unbewohnt ist. So call me up at night or day for fun on the sun. So call me up at night or day. Das Wasser ist wunderschön klar zum Reingehen. Und es ist auch ganz schön da mit dieser Ruine auf der Seite und so. Aber es liegt halt so viel Müll am Strand. Also aus dem Meer. Aber es wird trotzdem schön sein zum Baden. Weil und den Tisch. Warum hebst du nicht drüber, Daniel? Bitte? Warum hebst du das nicht drüber? Weil der Gabel dann höher steht als ich. So ist gerade. Könnte kippen. Ich traue mich nicht, die Aufnahme aufzuhören, weil es sicher dann... Das ist heute der Ausblick aus unserem Dachzelt, Gabel und Jasmin. weil wir ganz parallel stehen. Und wir haben jetzt noch geplaudert und jetzt gehen wir schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. So